Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal What Remains of Edith Finch, das dieses Jahr 2017 herausgekommen ist und in der Ego-Perspektive ist. Und wir spielen Edith und wir gehen jetzt zurück zu unserem Zuhause, um herauszufinden, was mit unseren anderen Familienmitgliedern passiert ist. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal und starten. Na komm, mach das Buch auf. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. So, und da sind wir auch schon. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Irgendwer hatte einen Drahtzaun etc. pp. Und wir sind darüber geklettert. So schnell war ich jetzt gar nicht. Okay. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Okay. Ihr Bruder Milton ist also verschwunden. Milton Finch. 23. Oktober 2003. Vermisst. 19.05.1992 geboren. Okay. Das sieht ja interessant aus. Gucken wir mal ganz kurz. Ich musste nur mal kurz was überprüfen. Nicht wundern. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Aber schön hier. Richtig schön. Ach, das ist auch niedlich. Wie das Haus gebaut. Das ist schon sehr interessant. Und dann auch der Briefkasten so. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ach, das ist ja geil gemacht. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Okay. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Hufspuren, okay. Der jetzt nicht hakeln. Oh, was bist du denn für ein Hübscher? Können wir da gucken, wo der hin ist? Nee. The truth is,
Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ein sehr, sehr interessantes Haus. Also die Konstruktion, also der das sich ausgedacht hat, sehr interessant. Aber bevor wir zum Haus gehen, möchte ich einmal hier nochmal lang gehen. Nur um mal zu gucken, ob ich The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Okay. Hier sind überall die vermissten Blätter von unserem Bruder. Okay. Da komme ich nicht weiter rechts. Okay. Und hier kommen wir wieder auf den Weg. The Finches. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Ich wollte nur gucken, nicht, dass ich irgendwas verpasse oder übersehe. Und sie hat ja sogar auch noch was gesagt. Und ich will hier auch alles aufsaugen und mitnehmen und gucken. Weil es auch einfach echt toll aussieht. Aber man sieht, dass hier schon lange niemand mehr war. Okay. Hier haben wir einen Laster. Wascheln. Können wir da reingucken? Nee, können wir nicht. Was ist das denn? I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Okay. Aber wir können aber auch nicht... hier auch alles voll. Mit den Flyern. Das ist aber ganz schön gruselig für ein 6-jähriges Kind. So ein komisches Vieh im Teich da zu haben. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay. Ich möchte einmal noch mal hier gucken. Schön. Hier ist der Schlüssel, den ich höchstwahrscheinlich da nutzen kann. Überall von unserem Bruder. Hier sagt sie aber nichts mehr.
Aber ich möchte noch mal gucken, ob man noch mal neben der Garage irgendwie lang gehen kann, bevor wir dann ins Haus gehen und uns da mal umgucken. Ist echt erstaunlich, dass diese Konstruktion hält. Aber sehr kreativ. Ein Windspiel. Hä? Oh. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Okay, jetzt sind wir in der Garage. The power had been turned off the night we left. Der Strom war abgeschaltet, seitdem wir gegangen sind. Da fehlt ein bisschen der Staub, aber sonst... Also, ja, von heute auf morgen... For the first time in years, Es war das erste Mal in Jahren, I felt like I was home. dass ich mich wie zu Hause fühlte. But instead of a family, there were just memories of one. Aber anstelle einer Familie waren da nur die Erinnerungen. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ah, chinesisches Essen gab es also viel. Und was ist das hier? Thunfisch? Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ah, okay. Naja, wenigstens hatte Molly, die Katze, noch was davon. In loving memory. Edith Finch. Edith, Eddie, Lewis, Dawn. Okay, das sind wir wohl. Das ist unsere Mutter, würde ich behaupten. Das ist unser Bruder. Und Eddie, würde ich behaupten, ist unsere Großmutter. Meine Güte. Oha. Was ist The hier? table was still a wreck from the night we left. Der Tisch war noch immer gedeckt wie in der Nacht, als wir gegangen waren. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Okay. Ja. Okay, hier ist ein Rollstuhl von unserer Großmutter. Was haben wir My hier? mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Okay, sie wollte also, dass sie ins Pflegeheim kommt. Das ist Wein und kein Blut, denke ich mal. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Aber es ist schön hier, also... Dicke, fette Glotze. Das darf ja nicht fehlen in einem Wohnzimmer. Bin ich zu dick? Komme ich hier nicht durch? Mhm. Mhm. Was ist das? Barbara? Oh. Nee, Moment, das möchte ich mal vorprobieren. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ach, wie schön.
abrupt hört es auf. Ah, hier My die mom ganzen wasn't much Flyer. of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Naja, verständlich. Mütter, die ein Kind verlieren, vermissen, die geben die Hoffnung als letztes auf. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. In der turbulenten letzten Nacht. Okay. Okay, warum ist die Tür hier so zugemacht? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Aha. Okay. Also ist das die Bibliothek? Mhm. Aber warum ist die so zu? Und die Bücher alle darum? Davor? Interessant, okay. Was ist das eigentlich für ein Geräusch die ganze Zeit? Edie, Dawn, Milton, Louis, Edith. Können wir uns nicht nehmen. Hier sind überall Familienfotos. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Nachdem Milton verschwand, versiegelte die Then Mutter Edie alle retaliated Schlafzimmer. and drilled peepholes. Und die Großmutter hat Gucklöcher dann da reingebohrt. Okay. Ah, schön, mit so einer Galerie. Das ist ja toll. Also, echt schön, das Haus. Hässlich ist das nicht. Zwar sehr voll, aber ich gehe noch mal einmal ganz kurz runter, weil neben der Spieluhr war ja noch eine Tür. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, der passt also nicht. Wir haben aber noch einen Schlüssel. Funktioniert der für die Haustür? Nee, für die Haustür funktioniert er gar nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Molly, 1937 bis Molly always seemed like a girl I could 1947. imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Okay. Molly ist ja nicht gerade alt geworden. Ich habe gesehen, dass da ein Zimmer offen ist. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Okay, die scheint also in einem Film mitgespielt zu haben. Aber in der Spieluhr sah man auch ein kleines tanzendes Mädchen und da hinten so ein Bigfoot-artiges. Deswegen war das bestimmt vom Großvater. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Okay, die Mutter hat also sehr viel hier verschlossen. Hier ist das Zimmer von Barbara, 1944 bis 1960. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Okay. Edie's father Odin built the original house. Ah, der hat also das ursprüngliche Haus schon gebaut. Aha, okay. Verrückter Kerl. Was haben wir hier? Sven und Eddie. Sven Hofstad Finch, 1915 bis 1964 und Eddie 1917 bis 2010. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait.
Okay. Also hier war unsere Großmutter, die wurde gerne gezeichnet. Gregory, 1976 bis 1977. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Okay. Oh mein Gott. Was für ein Badezimmer. Alles in rosa. Oh Gott, ich will mich erschießen. Calvin, 1950 bis 1961. Aber daneben steht doch noch ein Name. Sam? Der steht hier aber nicht. Lebt Sam dann noch? My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ah, okay. Mhm. Okay, dann gehen wir mal aber jetzt in das eine offene Zimmer. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Okay, sie bereut es höchstwahrscheinlich, dass sie es nicht versiegelt hat. Das ist aber toll hier. Also künstlerisch begabt waren die wohl sehr, die Finches. Was ist Louis das? told me there were secret passages, but I never believed him. Dass es Geheimgänge gebe, aber ich habe ihm nie geglaubt. Okay. Passt der Schlüssel? Okay, der Schlüssel passt. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Jetzt war es herauszufinden, wovor meine Mom eine so große Angst hatte. Okay. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Okay. Das ist von unserem Bruder Milton. But I had no idea what was behind that door. Aber ich hatte keine Ahnung, was mich hinter dieser Tür erwarten würde. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Wie ich auch keine Ahnung hatte, wohin das alles führen sollte. Okay. Molly. Also sind wir jetzt in Mollys Zimmer. Aber ich würde sagen, bevor wir uns Mollys Zimmer angucken, mache ich für diese Folge Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.